Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ein kleines Gedicht vorneweg und dann lasst uns mal weiter schauen, was hier heute so abgeht. Alleine bin ich besser dran. Manchmal glaube ich daran, es ist besser, allein zu sein. Gut so, wenn ich es selbst in die Hand nehmen kann. Zu viel Schein bringt mich zum Weinen und lässt mich allein. Wo ich hingehen werde, das weiß ich nicht. Spür nur innerlich die Sehnsucht nach Licht. Also raffe ich mich auf, oh, welch schweres Gemüt. Die Hoffnung geraubt, die Hoffnung verblüht. Ja, manchmal glaube ich daran, alleine bin ich besser dran. So, wer sich das nochmal anschauen möchte, kommt gerne auf meinen Gedichtkanal, ist unter dem Video verlinkt. Ich werde dort auf diesem Kanal demnächst nochmal alle Gedichte erneuern und verbessern. Ihr wisst, aller Anfang ist schwer. Ich habe für euch heute wieder ein Orakel mitgebracht. Und zwar kennt ihr das schon. Das ist meine Klassikerlegung. Ich habe irgendwie noch mal Bock drauf, genau diese Legung heute für euch zu machen, aber eben mit den Karten der Libic von Jack Spezzano. Ne? Samstags nehme ich ja immer das Tarot. Und jetzt nehme ich noch mal diese Karten. Vielleicht ist heute oder vielleicht ist auch diese Woche so ein bisschen, wo ich irgendwie so verspüre, ihr wollt ein bisschen mehr davon haben. Wir machen es uns bequem, wir lehnen uns zurück und wir legen einfach mal los und fragen den lieben Jesus, wer hier heute angesprochen werden darf. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was denkt man hier in deine Richtung? Oder geht es vielleicht hier einfach mal nur um dich? Da werde ich mich einfach mal noch ein bisschen reinspüren. So, oh, da wollte schon eine fallen. Das geht ratzi-fatzi. Ich schiebe mal mein Mikro ein bisschen hierher. Es könnte ein bisschen knacksen. Jetzt legen wir los. Wem das Mischen zu lange dauert, der spult einfach jetzt bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig ist das hier. So, was geht hinter den Kulissen ab, beziehungsweise warum meldet sich hier jemand nicht? Was ist da los? Warum meldet sich da jemand nicht? Gib mir mal bitte eine Botschaft, was hier los ist und ob sich vielleicht demnächst wieder jemand melden wird bei dir, den du vermisst. Ich habe ja schon, ich lese ja natürlich auch die Kommentare mit, ne, was ihr da so drunter schreibt. Einige sagen Königin bloß nicht. Aber hey, manche wünschen sich das und das ist es eben halt. Ne? Es gibt verschiedene Szenarien, die ich eben ansprechen darf. Herzelein-Ebene. Was ist auf der Emotions-Ebene los? Was könnte man für dich empfinden oder was geht so im Unbewussten ab bei ihm oder eben bei ihr? Meine lieben Männers, münzt das einfach auf euch um. Ne? Ich spreche meist aus der Sicht einer Frau, aber natürlich möchte ich euch nicht vergessen, euch da auch irgendwo mit einzubeziehen. Wovor hat man Angst? Gibt es irgendwelche Ängste oder ist man vollkommen schmerzfrei? Ich weiß nicht, wie nah ich heute die Kamera hier rangezoomt habe. Wenn ihr das hier sehen würdet, wie die Karten hier schon wieder so total unprofessionell draufspringen, nennt es, wie ihr es wollt. Hier gibt es wirklich ein bisschen mehr zu erzählen auf die das Ebene, wo man wirklich jetzt mal genauer schauen sollte, was hier so für Befürchtungen sind. Hier hat jemand viele Befürchtungen. Aber was wäre denn hier in dieser Legung heute der mögliche Ausgang? So, und wenn es noch was zu klären gibt, kläre ich das Ganze natürlich noch einmal auf. So. Genau, ich habe ein Lied im Kopf. I'm in the corner, watching you kiss her.
Oh, oh, oh. Ah, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. Na, warum kannst du mich nicht sehen? Wir haben das Spiel unterm Kartendeck. Schaut euch das mal an. Es ist hier eine Glückskarte. Ja, ich finde, diese Karte des Spiels ist ein bisschen ambivalent. Ne? Es könnte nicht jeder so auffassen wie, lass uns Spaß haben, lass uns glücklich sein, lass uns einfach mal ein bisschen miteinander spielen, lass uns mal Spielchen spielen. Es gibt Sternzeichen, zum Beispiel auch den Löwen und den Schützen zusammen, die spielen auch gerne mal so ein bisschen. Ne? Die mögen das. Und dann gibt es wiederum andere Sternzeichen, die so, du nimmst mich gar nicht für ernst. Und ne, so könnte man das von der Energie her sehen. Es könnte jemanden sauer aufstoßen, weil jemand hier so ein bisschen spielt. Es ist aber einfach so ein Necken, ne? Das kriege ich auch so rein. Aber lasst uns mal schauen, ob das Spiel hier letztendlich wirklich ins Glück geht oder ob das hier, ja, ich bin der Verlierer, ne? Schachmatt ist ja auch ein Brettspiel, kommt mir gerade so rein. Deine Liebe, sie war krankhaft, ich bin dankbar dafür, dass du mich verloren hast. Nee, dafür, dass ich dich verloren habe, ne? Ist egal. Ruf mich nie mehr wieder an, mitten in der Nacht, du bist mir egal, bist du. Ich darf es nicht aussprechen. Okay. Und dann singt die, ich hätte gedacht, dass du mich liebst, ja. Ich hätte gedacht, dass ich auch mal Glück verdient hab. Doch jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war. Ich bin der Verlierer, ich bin der Verlierer. Und das ist jetzt das, was wir rausfinden müssen. War das Ganze nur ein Spiel? Oder könnte dieses Spielchen in eine viel geilere Liberelei kommen? So, wir legen einfach mal auf. Was denkt man hier über dich? Ich habe einmal die Karte sich verlieben. Dann habe ich, wartet, die Kontrolle. Dann habe ich die Erwartungen. Und dann habe ich die Offenheit. So, ich lege die Cartridges jetzt vor mich hin und da gehe ich in mich hinein und ich erkläre euch das dann nochmal selbstverständlich ein bisschen mehr. Ne? So. Ähm, Jemand ist im Begriff, sich wirklich in dich zu verlieben. Und das ist erstmal schön. Ja? Vielleicht lernt ihr euch wirklich eher auf so eine locker, fluffig, lockere Art kennen. Dass das Ganze ganz easy peasy zwischen euch hier anläuft. Aber dieses sich verlieben, das kontrolliert man. Weil man irgendwie keinen Bock hat, bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Oder man setzt das eben immer wieder gleich. Beziehung heißt für mich Erwartungen erfüllen. Und diese Erwartungen sind, dass man hier sein Herz offen hält, die Tür offen hält und sagt, hey, hier bin ich. Wir können doch hier locker, fluffig, leicht durch den Schlippi atmen und es uns gut gehen lassen. Ne? Und dann könnte es sein, dass hier jemand in dir spürt, dass du genau diese Situation kontrollierst. Umgekehrt. Es könnte sein, dass jemand genau das in dir sieht, dass du im Begriff bist, dich gerade in jemanden zu verlieben. Aber diesmal sagst du never ever, ich behalte die Kontrolle hier über mich, ich betrachte das Ganze vielleicht ein bisschen nüchterner, weil dann muss ich hier irgendwelche Erwartungen entsprechen, nämlich diese, dass ich auch bereit bin, hier mich zu öffnen, irgendwelche Erwartungen eben zu entsprechen, dass ich vielleicht um so und so viel Uhr zu Hause bin, dass ich mich dann und dann immer melde, dass ich dann und dann den Haushalt gemacht habe. Erwartungen über Erwartungen klingeln hier in meinen Ohren. Und da macht es jemand schon ein bisschen kompliziert, weil das Potenzial, dass hier aus einer Verbindung mehr werden könnte, ist definitiv da. Beiderseits.
Ne? Beginnend mit einem locker fluffig leichten durch den Schlüppi atmen. Wir lassen es uns gut gehen. Spielerisch. Ne? So ein bisschen. Ne? Aber dann ist hier jemand so ein bisschen verkrampft, weißt du? Dann hat hier jemand ein bisschen Rückenschmerzen so. Ja, ist ja schön. Guckt mal, hier will man sich ja hier die Herzileins geben. Ne? Aber puh. Ey, aber ich weiß nicht, ne? Das ist ja jetzt in dieser heutigen Zeit ist es doch so. Wer will denn sich heutzutage noch wirklich binden? Wer hat da Bock drauf? Wer hat da Bock drauf, der schreibt hier, ne? Unter mein Video. Hier bin ich, ja Bock drauf, mich zu binden. Ja, lasst uns mal weiterschauen, was hinter den Kulissis abgeht. Weil hier setzt sich jemand so seine eigenen Schranken. Ob das jetzt unbedingt nötig ist, müssen wir mal schauen. Es kann echt sein, ihr habt beide andere oder auch hier verschiedene Moralvorstellungen. Oder es ist halt jemand auch ein bisschen in sich. Ne? Wir haben hier die Gnade. Wir haben die Einsamkeit. Und wir haben den mangelnden Selbstwert. Also pass auf. Pass auf. Jemand, ich spreche jetzt, glaube für dich, mein Engel. Jemand mag dich wirklich sehr. Aber ach, wie gut, dass niemand weiß, ne? Da haben wir es wieder, dass ich im Hintergrund einsam bin. Also hier ist jemand ist in einer aktuellen Situation, wo sich dein König, deine Königin vielleicht auch sehr einsam fühlt. Hat gerade nicht so viel am Laufen, ist vielleicht der Alltag ist vielleicht auch ein bisschen eintöniger und der Selbstwert fliegt hier förmlich in den Keller. Weil man irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Jemand fühlt sich einfach einsam. Hinter den Kulissen, du könntest das gar nicht wissen. Und ich habe hier die Gnadenkarte, das heißt, du bist gefühlt so ein bisschen wie eine Erlösung für ihn oder für sie. Also es ist gefühlt so, das kriege ich so rein, zu dir ist man gnädig. Auch wenn ich so alleine bin und vielleicht auch aktuell einfach nur mal gerne das Brett von allen zuschmeißen könnte, einfach um alleine zu sein, weil mein Selbstwert wirklich im Keller ist. Dann ist es aber so, dass man dich hier reinlassen möchte, weil du irgendetwas hast an dir, wo man sagt, okay, aber bei dir halte ich die Tür zumindest ein bisschen angelehnt. Ich mache sie nicht komplett zu. Und ich nehme so rein, dass hier jemand vielleicht auch mehreren Menschen in der Vergangenheit oder das eben noch tun wird, die Türen zugeschmissen hat und gesagt hat, ey, hier lecco mio. Dann bin ich lieber allein. Aber was dir hier jemand nicht sagt, ist, dass man sich wirklich einsam fühlt. Vielleicht durch einen bestimmten Verrat von anderen Menschen, anderen Leuten, weil ich habe hier so der mangelnde Selbstwert drin. Das heißt, ich nehme dich in dem Sinne viel selbstbewusster wahr oder dein König, deine Königin nimmt dich in dem Sinne viel selbstbewusster wahr, als er oder sie ist. Irgendjemand von euch ist viel gechillter. Ne? Und dieses gerade, weil hier jemand eine Situation eher annehmen kann, gechillter ist, verliebt man sich auch irgendwo so ein bisschen in dich. Aber wie gesagt, es ist gleichzeitig eben, ja, weil hier kriegst du ja wieder so rein, hier fühlt sich ja jemand nicht ohne Grund so mega einsam. Hier hat ja nicht ohne Grund jemand so mangelndes Selbstwertgefühl. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum meldet er oder sie sich nicht oder warum geht hier sowas, irgendetwas nur so schleppend voran, dann kann ich dir sagen, hier ist jemand trotzdem vollkommen weggeflasht von dir. Im Begriff sich wirklich, also jemand sieht wirklich etwas in dir, wo man sagt, ey, die Frau, diesen Mann kann man wirklich nur lieben.
Ja, also hier ist jemand, wo man wirklich so sagt, zum Verlieben, ja. Und ich bin auch, und ich bin auch der Meinung, für umsonst steht ja hier nicht jemand in der Tür und macht hier das Brett auf und sagt, hallo, hallo, hier bin ich. Hier, ich mache mein Herz für dich auf. Und das könnte auch jemand in dir sehen, ja, wo noch lange jemand anderes noch gar nicht so weit ist. Und da muss ich aber sagen, ist diese Legung jetzt nicht in dem Sinne äußerst negativ, sondern es zeigt einfach nur an, wie weit du für dich jetzt schon gekommen sein könntest. Oder umgekehrterweise, wo, wenn du noch nicht so weit bist, ne? Wenn du der oder die bist mit diesem mangelnden Selbstwert hier, dann zeigt dir die andere Person auf, hey, zieh mal ein bisschen Stock aus. Lass uns mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Fun haben, mal einheben, was essen gehen. Oder vielleicht, weiß ich nicht, geht ihr wirklich zu McDonald's oder so und rutscht da die Rutsche runter. Das ist für mich die typische McDonald's-Rutsche. Ich will keine Werbung machen, ne? Aber gibt's die überhaupt noch? Also bei uns in Sangerhausen gibt's die gar nicht mehr. Da gibt's ja nur noch diese Spielebox da innen drin. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Was ist auf emotional Ebene los hier? Guck mal, wir haben den richtigen Zeitpunkt, die falsche Geisteshaltung und die Freude. Und das ist wunderschön. Das ist nämlich wirklich das, was ich hier so spüre. Weißt du, irgendjemand ist hier so die graue Wolke. So unter Depression ein bisschen drin. Man hat halt, ne, so wie es fast in jeder Legung ist, jeder hat ja hier sein Päckchen zu tragen. Da ist da so diese Wolke und du kommst als Sonne. Es kann auch umgekehrt sein. Du bist aktuell so diese Wolke, so, oh nee, und ach, kein Bock und so, und ach, ich weiß nicht, ne, schon so miesepetrarisch oder miesepeterisch. Und dann kommt hier die Sonne. Hello, hello again. Ich sag einfach hello again, ne? Kommt da jemand reinstolziert, so als hätte er oder sie keine Probleme und spiegelt dir sofort, dass du in eine gehobenere Energie kommen solltest. Aber mach das mal, ne? Wenn du erstmal in so einer Wolke bist und so viel Shit erlebt hast und an sich vielleicht hat auch hier wirklich jemand viele Dinge verloren, viele Menschen oder gehen lassen müssen, weil es jemandem wirklich klar geworden ist, ich musste diese Clique loslassen, ich musste diese Familie loslassen. Und dann kommst du. Und jemand spürt, ja, ich habe durch meine Wolke, durch meines vielleicht schon gefühlten depressiven Seins zu viel weggeschmissen hier, ne? Zu viele vielleicht passende Gelegenheiten verpasst. Guck mal, wie viele Herzen diese Frau hier, ich hoffe, ihr seht das, hier wegschmeißt. Man hat immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, vielleicht sogar auf die falsche Person. Aber es ist so, dass hier jemand spürt, du kommst jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wenn man mit dir zusammen ist, dann spürt man hier eine Freude, Spaß. Und das ist auch hier wieder eine Gnadenkarte. Also das ist wie so, als spürt man einen Segen mit dir. Ich weiß, das klingt jetzt wieder weit hergeholt, ne? Wo du dir so denkst, boah, ey, wer, ne? Aber nein, jetzt wirklich ernsthaft, ernsthaft bringst du hier vielleicht auch den Frühling wieder in ihr Leben. Du als Sonne. Oder du lernst jetzt jemanden kennen oder bist in einem Szenario, wo du spürst, hey,
Das ist jetzt irgendwie gefühlt der einzige Mensch in meinem Leben, wo ich spüre, das fühlt sich richtig an. Es fühlt sich gut an. Dieser Mensch zieht mich hier echt raus aus meinem Moloch. Und das ist das, was hier jemand spürt. Ne? So, jetzt muss ich nur mal meine Kartis noch ordentlich hinräumen. So, und jetzt wundert es mich aber auch nicht, warum hier so mega Ängste liegen, die ich hier habe. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine Bandbreite an Karten. Wir haben einmal die Selbsterhöhung. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Platz machen. Wir haben die Angst vor Bindung, das Abenteuer, den Rückzug, Zynismus, Täuschung. Ich finde es aber gut, dass so viele schlechte Karten auf die Angst fallen. Erotik. Na, das ist schon auch hier wieder jemand, der wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr vor allzu langer Zeit Sex hatte. Ne? So, passt auf. Hier ist wirklich ein König, eine Königin, wo eben die Ängste darin stecken von, dann müsste ich ja hier mich auch mal ein bisschen erheben, mal mehr sehen und erkennen, dass ich auch das Potenzial habe, hier dich als Schmuckstück, als Sonne zu bekommen. Im Endeffekt habt ihr ja was gemeinsam. Ihr seid ja gefühlt beide da oben am Himmel. Im 7. Himmel vielleicht, weil man ist ja im Begriff, sich hier zu verlieben. Du bist eben die Sonne und er oder sie ist die Wolke. Oder umgekehrt. Er oder sie ist die Sonne und du bist hier die Wolke. Irgendwas habt ihr, was wirklich mega passt. Es ist aber auch so, dass man es sich vielleicht so ein bisschen zu krass selbst zur Aufgabe macht, genauso wie du sein zu wollen. Ja? Es könnte auch wieder umschwenken. Du zeigst ihm oder ihr ja nur auf, wie es vielleicht besser wäre, weil man sollte das Leben leben. Ne? Und dann ist ja die Angst vor der Angst auf Bindung. Also hier hat jemand ein bisschen was erlebt. Und hier will noch nicht mal jemand irgendwie ein Abenteuer im Sinne von, boah, gib mir mal hier so, Baby, gib mir mehr von den heißen Scheiß, ne? Nein, hier will noch nicht mal jemand eine Form von Freundschaft plus Affäre oder irgendwas. Also hier ist jemand wirklich schon ein bisschen mehr als bereit fürs Alleine sein. Ja, also hier ist jemand so richtig im Rückzug. Man hat auch Angst davor, dass hier dasselbe Szenario, was man erlebt hat, mit euch beiden wieder passieren könnte. Vielleicht hast du noch einen anderen, vielleicht hat er oder sie noch einen anderen. Vielleicht kommen wieder irgendwelche Leute dazu, die hier mit reinmischen. Ne? Und dass das auch von deiner Sicht trotzdem irgendwie eine Täuschung sein kann. Weißt du, weil jemand traut sich das gar nicht zu, dass du als tolle Sonne oder du als tolle Wolke kannst dir gar nicht zutrauen, dass hier die Sonne zu dir kommt. Ja, und dann haben wir die Erotik. Das ist auch ein Mega-Thema, liegt auf der Angstkarte. Ich nehme sogar so wahr, hier ist jemand so im mangelnden Selbstwert, dass man sogar sich, ja, wirklich Angst davor hat und Bedenken davor hat, dass man es nicht bringt. Dass man es dir nicht, wie sage ich denn das jetzt, ne? Dass man es dir nicht richtig besorgen kann. Dass man eine Niete ist im Bett. Jetzt ist aber auch die Frage, wie findet die Sonne das denn? Wenn hier jemand immer so miesepeterig oder miesepetrarisch drauf ist. Also hier ist jemand so total verkrampft, traut sich gar nichts mehr zu, fühlt sich einsam. Was auch verständlich ist, weil man hat hier irgendwie bestimmte Leute gehen lassen. Irgendwer hat hier wahrscheinlich auch interveniert. Aber
passt das am Ende dann doch so zwischen euch, ne? Ich meine, wenn man dann immer auf so ein Tief stößt, lasst mal gucken im möglichen Ausgang. Wir haben die Selbsthingabe, wir haben die Selbstliebe und wir haben alte Wunden. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also du hast was an dir, was ihn oder was sie hier definitiv so krass fasziniert, dass du schon auch hier in dieser Legung eine therapeutische Wirkung hast, ob du es willst oder nicht. Die Selbstliebe wird bei ihm oder ihr wirklich geheilt durch die Begegnung mit dir, durch deine Wärme, durch dein Strahlen, durch dein Lachen, vielleicht auch durch dein Spiel. Dann wirklich im positiven Sinne hier gesehen, ne? Und hier fängt man auch an, die Liebe anzunehmen. Krass, ne? Also hier kommt eine Königin, hier kommt, naja, ich sag mal, hier kommt ein Möchtegern-König, eine Möchtegern-Königin in dein Leben, den du aber erst zum König oder zur Königin machst. Ja? Und alte Wunden können somit wirklich geheilt werden, weil das Schöne ist hier, wir haben 2 Heilungskarten. Also das heißt, hier hat jemand, sei es ob du das bist oder dein König, deine Königin, ne? Bedenke mal, schau mal, bist du die Wolke oder die Sonne, ne? Hier hat jemand das Potenzial, Licht ins Dunkle zu bringen. Licht in dieses, ich fühle mich einsam, ich fühle mich allein. Und und man spürt plötzlich mit jemandem hier so eine Mega-Freude. Boah, krass, du bist wie ein Segen für mich. Seitdem ich dich kenne, fühle ich mich gar nicht mehr so einsam. Also hier hat jemand in Beziehungsangelegenheiten weder eine andere Kirsche noch einen anderen Typen, kein Sex, ist einfach irgendwie allein und traurig. Und dann kommst wirklich du. Und das ist das, was man hier wirklich sieht, wenn man hier über dich nachdenkt, wie offen du bist. Ja. So, also das heißt, du bringst hier jemanden spielerisch in Heilung oder jemand kommt spielerisch auf dich zu und bringt dich so ein bisschen in die Heilung. Jetzt hole ich mal noch die Engel der Liebe, weil jetzt geht's ja doch ein bisschen heißer her als geplant. Ne? Dann wollen wir mal schauen, was hier dann so los ist, dass du ihn oder sie oder dass jemand dich zum Leben erweckt. So könnte man schon fast sagen. Ne? Was ist denn hier los hier? Hier kommt ja die Heilung. Was darf ich dazu noch sagen von den Engeln der Liebe? Wie wird es hier weitergehen? Was für ein Szenario könnte man sich hier befinden? Schau dir das an. Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Das ist das, was ihr hier definitiv macht. Und das ist das, was die Sonne hier machen wird. Hier wird jemandem klimperklar, dass man dir sagen soll, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Liebe zuerst dich selbst. Und das wird ein intensives Gespräch, was ihr beide hier miteinander führen werdet, dass du wahrscheinlich hier jemanden knackst. Oder eben umgekehrt, ein König, eine Königin sieht, in was für einer Situation du dich hier befindest und jemand sagt, ey Baby, Schätzelein, lass uns mal ein bisschen hier quatschen. Das geht so nicht. Es geht so nicht, wie du hier dein Leben führst. Du kannst hier nicht permanent nur in so einer Einsamkeit stecken. Du kannst doch hier nicht permanent nur den Kopf so nach unten halten. Mensch, das wird doch nichts. Ja, und es ist auch so, dass hier jemanden sagen könnte,
Du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit auf das eine verzichten. Das gehört doch auch dazu. Ein bisschen Spaß haben, ne? So, okay. Ich glaube, ich nehme doch noch mal die Lenormands auf die Gespräche von Herz zu Herz und liebe zuerst dich selbst. Wo habe ich denn die? Ja, ich weiß, es war wieder mal alles nicht so geplant. Aber hey, alles gut, ne? Ihr kennt das schon. So, jetzt will ich mal schauen. Gespräche von Heart to Heart. Liebe zuerst dich selbst. Selbstliebe, großes Thema. Und Selbstliebe heißt nicht, dass hier jemand jemanden empfehlen wird. Ja, stell dich mal vor dem Spiegel und sag dir immer hier, ich liebe mich, finde mich super geil oder so. Nee, hier wird jemand wirklich sagen, hey, ich habe jetzt gesehen, ne? Ich weiß, was los ist bei dir. Es könnte auch echt sagen, es könnte auch echt sein, dass gleichzeitig auch dieses Optimistische, dieses Sonnenhaftige auch so ein bisschen auf diese Schattenseite schaut und sich auch so denkt, hey, stimmt, es ist ja auch nicht immer nur Sonnenschein, ne? Irgendwas habt ihr, was euch miteinander verbindet. Jeder sieht ich sage jetzt mal, die Vorteile im anderen. Ne? Ihr ergänzt euch, genau, jetzt habe ich es. Ihr ergänzt euch. Und deswegen können wahrscheinlich bestimmte Dinge hier auch wachsen. Ich muss trotzdem noch mal mischen, das war mir zu plump aufgelegt. Lasst uns mal noch mal schauen. Ja, so, einmal zentrieren. Ich merke schon, okay. Na los, komm, my lady. Come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, you make your leg shake, you make me go crazy. Butterfly, ne? Wir haben ein Kreuz im Leben zu tragen. Sein ihr Kreuz ist es, eben der Selbstwert an sich. Ja. Es kann tatsächlich auch sein, das kriege ich auch so rein, er oder sie könnte tatsächlich auch Wirbelsäulenprobleme haben. Irgendwas mit der Wirbelsäule könnte hier nicht so richtig hinhauen. Kriege ich so rein. Einige dürfen sich angesprochen fühlen, einige wissen, wovon ich hier rede. Es ist eine Prüfung im Leben. Es ist aber auch eine Belastung in ihrem Leben, was diesen Selbstwert betrifft, weil wir haben auch hier die Wurzeln. Es ist etwas abgrundtiefer, es liegt etwas in der Wurzel von diesem Typen oder dieser Kirsche, was diesen Selbstwert betrifft. Und das wollte ich eigentlich auch damit erwähnt haben, mit diesem Selbstwert. Ne? Stell dich vor einen Spiegel und sag, ich liebe mich, ich finde mich so geil. Es funktioniert nicht. Hier muss man an der Wurzel ansetzen. Und irgendjemand, vielleicht auch durch die Macht der Liebe, durch die Macht der Offenheit, findet das tatsächlich Heilung. Es grenzt schon wie an ein Wunder. Ne? Weil wenn man jetzt mal genauer hinschaut, steht es eben auch dafür, dass genau diese Belastung heilen darf. Ja, und wahrscheinlich durch dich. Oder eben du hast hier einen König, eine Königin an deiner Backe, wo hier Heilung reinkommt. Und vielleicht war es dir gar nicht bewusst, ich zeige euch gleich, was gekommen ist. Vielleicht war es euch gar nicht bewusst oder vielleicht ist es ihm oder ihr gar nicht bewusst. Die ist zuerst gefallen, die ist die nächste. Dass es ihm oder ihr hier so geht. Ne? Dass das alles irgendwie gefühlt ein Selbstwertthema ist. So, jetzt schaue ich mal auf die Cartridges drauf.
Die Wolken. Die Wolken und die Sonne. Das seid ihr. Also es ist wirklich, es lichtet sich hier langsam etwas. Und es kommt immer mehr ans Tageslicht. Es kommt immer mehr an die Öffentlichkeit, dass hier jemand permanente innere Zweifel hat. Ja, selbst unsicher ist. Ne? Und das könntest du wirklich sehr plötzlich hier jemandem klar machen, dass er oder sie vielleicht auch nicht wirklich entscheidungsfreudig ist, dass er oder sie gerade nicht wirklich weiß, welchen Weg man hier gehen soll. Also ich weiß auch nicht, hier wird jemand so eine Rettung in letzter Minute sein. Und du bringst wie gesagt, ob du das bist, dein König, deine Königin, du bringst hier ein Thema in Heilung. So, lasst uns mal weiterschauen. Wow, die Karten, wie die heute hier wieder springen. Ich gehe in mich, ich zeige sie euch. Jetzt kommen wir nämlich mal so richtig tief rein, warum hier jemand so drauf ist. Jemand hat hier wirklich eine bestimmte Person in ihrem Leben verloren. Was aber in dem Sinne nicht negativ ist, denn all dieses gefühlte Giftige geht hier raus. Irgendwelche Umwege, irgendwelche Verstrickungen. Aber es kann sein, dass hier vielleicht wirklich jemand gegangen ist, jetzt eine Ex oder ein Ex, oder dass vielleicht auch jemand gestorben ist, keine Ahnung. Aber hier wird etwas immer weniger und immer weniger, was nicht gerade gesund ist bzw. war. Und du hast es hier hat es jemand mit einem wirklich sehr gefühlvollen Menschen zu tun. Jemand ist wirklich sehr treu und loyal. Und mit diesen Typen, mit dieser Kirsche kannst du auch hier mal richtig schön weit schwimmen, weit tauchen und eben auch in die Tiefe gehen. Ne, das nehme ich auch so wahr. Das ist für mich so ein bisschen die Kombi schon wieder einmal, ne, der König der Kelche. Für mich ist das hier die Kombi. Guck mal, wir haben ja auch hier die 10 der Kelche bei Treue, Loyalität. Also jemand ist wirklich offen für das komplette Programm. Und deswegen sagt hier auch jemand, na, ich will keine Affäre, ich will keine Freundschaft plus. Und wenn es auch dahin geht, dass ich gar keinen Sex habe, ist mir auch egal. Es ist hier jemandem gerade gefühlt alles so ein bisschen egal. Und es ist auch so, weißt du, mit dem Mond so dazwischen. Ich meine, ich habe jetzt hier die Wolken nicht direkt. Habe ich aber trotzdem auch wieder, dass es sich hier aufzeigt, dass vielleicht auch zusammen mit den Mäusen, weißt du, auch so ein bisschen wie eine Art von Depression wirklich ist. Von Leiden, traurig sein, kein Bock mehr auf nichts und niemanden. Ne? Und ich meine, das ist eine Sache, das muss sich nicht jeder zur Aufgabe machen. Aber hier kommt ja jemand, der es sich ja gar nicht zur Aufgabe macht, sondern das dockt einfach an und es passt perfekt. Ich will mal weitermischen. Ich meine, wir haben es jetzt ja schon, ne? Wie das hier weitergehen soll. Das haben wir ja jetzt schon. Wow. Also ich habe wirklich, das ist halt die Bestätigung von Anfang an hier nochmal, Schmetterlinge im Bauch haben. Verliebt sein. Hier ist so ein neuer Frühling, ein Verliebtsein. Und auch gleichzeitig ein bisschen Unruhe. Ne? Aber was ich hierauf zeigen kann, ist, der Fuchs geht hiervon weg, falls du dich fragst oder falls sich jemand fragt, na, ist es denn jetzt hier wirklich was Richtiges oder spinne ich mir da irgendwie einen Film? Der Fuchs geht weg. Also es ist hier schon wahrhaftig.
eine unruhige Gefühlslage, weil du jetzt in ihrem Leben bist oder du wirst hier, dein Herz wird aufgewühlt werden. Also hier zeigt dir jemand gefühlt auch den Weg des Herzens. Und ich habe auch hier wieder Gespräche von Herz zu Herz, immer wieder, immer wieder. Also, und das mit einer Offenheit, das mit einer Klarheit, dass man es kaum fassen kann, dass es sowas auch noch gibt, weil eben jemand wirklich in so einer Depri-Stimmung ist. Ne? Wir haben auch hier wieder die 8 der Erde. Ihr gebt euch hier wirklich beide gefühlt ein Go, ein Start, neue Impulse. Du könntest dir jemanden neue Impulse geben. Du könntest hier echt jemanden aus ihrem Moloch einfach rausholen. Und das ist auch inklusive Schmetterlinge im Bauch. Ne? Wir haben die 9 der Erde und der Page des Wassers. Also die 9 der Erde ist eine Wunscherfüllung. Das ist sozusagen ein nicht gewünschter Wunsch erfüllt sich, weil hier plötzlich die Sonne, das Licht kommt. Guck mal, eine neue Beziehung oder eine neue Person tritt in dein Leben oder eine Beziehung, die eine neue Phase hier betritt. Ich habe hier ein wunderschönes, starkes Duo, was sich gegenseitig hilft, vielleicht bis hoch zu kommen an die Spitze, zu heilen. Und wiederum könnte er, dein König, deine Königin, dir auch mega viel geben. Jetzt habe ich hier einen Ritter der Schwerter, der irgendwie gefühlt mit dem Kopf durch die Wand will. Jetzt wollen wir mal schauen, wer sich hier jetzt einmischt. Das könnte natürlich auch etwas mit dieser Ex hier zu tun haben. Ne? Wer will hier mit dem Kopf durch die Wand? Zeig mal her. Wer will mit Kopf durch die Wand? Oh, hier gibt es nochmal Streitereien und Diskussionen. Weil ihr euch jetzt sozusagen zusammentut, kommt hier jetzt aber von außen Beef. Ne? Wie gesagt, man hat ja hier Zynismus. Nicht, dass es hier wieder Ärger gibt oder irgendwas kriege ich hier rein. Ne? Ganz krasse Energien. Boah, die 10 der Schwerter und Kopflage und schmerzliches Ende. Ey. Oh. Ey, du könntest wirklich mit jemandem zu tun haben. Er oder sie könnte wirklich viel Dreck am Stecken haben. Und das wirst du merken, wenn du in Kontakt trittst mit ihm oder ihr. Während du als liebe Seele hier jemandem nur helfen möchtest, kommen von außen irgendwelche Anfeindungen. Wow. Das kann euch aber auch hier scheißegal sein. Ne? Weil für euch habe ich hier den Stern. Es bleibt die Wunscherfüllung. Es bleibt die Harmonie. Es kommt Harmonie rein. Ja? Für euch habe ich hier den Magier, der auch für eine krasse Anziehungskraft steht. Ist ja klar, irgendwas habt ihr, dass ihr so mega aneinander andockt. Ne? Und für euch stehen wirklich die Zeichen auf Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie. Aber macht euch klar, es kommt hier nochmal ein Zwischenstopp. Irgendjemand wird sich nochmal verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen und möchte hier so ein bisschen richtigen Streit anfangen. Ne? Also das könnte auch für einen spielerischen Streit stehen. Aber hier kommt ja ein Ritter. Das ist kein König, keine Königin. So verhält man sich nicht als König, als Königin. Weil man wahrscheinlich jetzt checkt, dass du mit jemand Neues anbandelst oder er oder sie. Wartet, nochmal andersrum. Na, dass dein König, deine Königin jetzt mit dir anbandelt. So rum. Da könnte es nochmal so einen kleinen Krieg geben, so zwischendurch. Aber ja,
Schauen wir einfach mal weiter. Bleib dir selbst treu. Immer wieder, immer wieder. Selbstliebe. Ich glaube, ich kriege auch so rein, während du hier jemandem wirklich helfen kannst in einer Situation, dann flattern so ein bisschen die Herzchen. Ne? So ein bisschen verlauft und ja, ne? Läuft spielerisch. Es wird doch wirklich schön zwischen euch, ne? Da gibt es noch viel mehr. Der Magier steht zum Beispiel auch für die Faszination, für die Anziehungskraft und auch für die Meisterschaft, aber eben auch für die Seelenpartnerschaft zwischen euch. Wichtig ist, dass du, wenn hier irgendwie Beef von außen nochmal kommt, dass du jetzt nicht irgendwo hier absinkst oder so, weißt du? Dass du jetzt nicht als Sonne untergehst, sondern die Sonne bleibst. Ein Herzlein noch. Ich kriege gleich 3. Wow, das ist, ey. Jetzt wird es langsam auffällig. Ein Geheimnis. Wieder einmal. Es gibt hier noch irgendein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Eure Verbindung wird definitiv immer intensiver. Ich habe es in den Tarots schon gelesen. Und gucke mal, mein Mädchen, gucke mal, mein Junge. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Manifestation. Wo hatten wir das denn gehabt? Den Stern als Wunscherfüllung. Genau. Dann hatten wir die 9 der Erde, die ja auch wirklich dafür steht, dass sich ein Wunsch erfüllen darf. Es ist aber noch alles verborgen. Und scheißegal, was da draußen passiert, ich wollte es gerade sagen, weißt du was, scheißegal, ne? Und hier steht noch, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Ja, also es ist egal, was drumherum passiert. Natürlich wird es wieder hier ein paar Leute im Außen geben, denen das gar nicht schmecken könnte. Euer geiles Spiel. Aber ja, lasst euch mal ein bisschen verzaubern und schaut einfach mal, ob ihr damit in Resonanz gehen könnt. Genau. Meine Lieben, ich möchte es auch noch mal wiederholen. Das hier sind allgemeine Legungen, die können auf dich zutreffen, müssen aber nicht. Wir haben alle eine eigene Intuition und wir haben auch alle einen freien Willen, um unser Leben wuppen zu können. Seht diese Legung ein bisschen als Inspiration an, wenn ich irgendwas ja doch in euch antriggern könnte. Es ist aber wirklich so, dass du damit tatsächlich auch wirklich in Resonanz gehen kannst. Und das ist die Krux an allgemeinen Legungen. Ja. An all meine Lieben, die mich jetzt schon angeschrieben haben wegen einer privaten Legung. Ich möchte mich nochmal persönlich, zumindest so face-to-face, dafür entschuldigen, dass ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden habe, darauf einzugehen. Ich wollte jetzt weder absagen noch zusagen. Ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher, wie ich es jetzt zeitlich packe. Es kommen jetzt immer ein paar mehr Dinge im Hintergrund hier auf mich zu, wo ich echt am Überlegen bin. Ich werde euch anschreiben. Das werde ich definitiv tun. Aber ich kann, also das ist bei mir jetzt wirklich so ein gefühltes Vielleicht. Ich weiß es von der Zeit her einfach nicht. Ne? Die eine Woche, 2 Wochen tatsächlich waren meine Kinder krank. Das ein Kind, erst das erste, dann das zweite. Das erste ist dann noch ein bisschen nachgezogen. Und dann habe ich immer noch hier, da war ich froh, dass ich keine Buchungen angenommen habe. Das muss ich wirklich so sagen. Ich hätte euch alle wieder verprellt. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, weil in meinem Leben gefühlt wirklich immer irgendwas kommt, was ich nicht geplant habe. Das ist in meinem Leben sehr oft so. Und ich möchte euch nicht verprellen.
Also bitte habt Verständnis dafür, würde ich mich freuen. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Mua. Viel Spaß noch. Ciao.